Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit den Längsschwingungen, also mit den Longitudinalwellen in einer Saite, wie man unnötiges Dämpfen bzw. eine Hoftreibung, wie man das sozusagen vermeidet und was wir da für Lösungen dafür haben. Sowohl bei den Wirbeln oben als auch unten beim Saitenhalter. Mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Wenn eine Saite schwingt, dann sollte sie nicht irgendwo unnötig gedämpft werden. Fangen wir kurz oben beim Wirbelkasten an. Also die Wirbellöcher müssen einfach so bohrt sein, oder bei Titanwirbeln gibt es noch die Möglichkeit, dass man es auskammert, mehr oder weniger, damit die Saiten, was man sieht bei der Geigen, die A-Saiten jetzt nicht irgendwie am D-Wirbel oder am E-Wirbel oder sonst wo noch anliegt. Überall dort, wo die Saiten auf einem anderen Wirbel aufliegt, wird die Längsschwingung schon bremst. Nicht gut. Und unten beim Saitenhalter, wenn man einen herkömmlichen Saitenhalter nimmt, dann habe ich zweimal einen Knick drinnen. Einmal, wenn die Saiten den Schlitz verlässt, und einmal, wenn es über dieses Reifchen drüber geht. Dazu zeichne ich jetzt wieder ein bisschen was auf. Also, wir haben da einen Steg, wir haben da den Deckel. Da haben wir den Untersattel. Und da geht jetzt die Saiten runter. Beim normalen Saitenhalter, ich zeichne es jetzt so, wie wenn das sozusagen durchgeschnitten war. Dann fängt da der Saitenhalter an. Dann habe ich da das Reifchen drinnen im Querschnitt. Ja. Dann habe ich da, also da geht einmal die Saiten über das Reifchen drüber. Dann habe ich da hinten den Schlitz. Und das zeichne ich so leicht schräg, damit man sich das vorstellen kann. Da ist das für die Kugel die Bohrung drinnen. Ja. Wenn ich jetzt die Saiten eingefadelt habe, dann geht die da oben und unten ist die Kugel. Dann geht da einfach der Saitenhalter geht sozusagen da so weiter. Ja? Und unten habe ich dann die Henkelseiten drinnen, die zum Knopf geht. So, jetzt sieht man da schon sehr gut, dass ich den Saitenhalter einmal auf dem heroberen Punkt da eine Kraft aufbringe und einmal da wesentlich weiter unten die Kraft aufbringen. Das heißt, bei dem Saitenhalter habe ich, jetzt wenn es um die Saiten geht, da einmal einen Punkt drinnen, wo es geknickt wird, und da einen Punkt, wo es geknickt wird. Ja. Das bremst man die Längsschwingungen definitiv runter. Und gleichzeitig dadurch, dass da die Kraft unten ist und da die Kraft oben ist, habe ich sozusagen eine Verspannung drinnen im Saitenhalter, die sich zwar im Lauf von vielen Jahren beim Ebenholz-Saitenhalter wahrscheinlich schon legen wird, das heißt die Spannung wird angebaut werden. Ja, ist ja meine Erfahrung, dass ein Saitenhalter, der schon lange drauf ist, besser funktioniert wie ein Nagelneiger, weil der einfach nur Eigenspannungen abzubauen hat. Ja. Anders ist jetzt allerdings, wenn man es anders macht. Also das ist die herkömmliche Methode. Das ist die herkömmliche Methode. So, ich habe es jetzt anders gelöst. Ich habe da wieder meinen Deckel, da habe ich wieder meinen Untersattel. Ja? So, jetzt geht die Saiten da oben, ist unten drinnen eingehängt mit der Kugel. So schaut der Saitenhalter aus, und ich zeichne es euch dann auch noch ein bisschen genauer aus. Das heißt, das ist jetzt wieder dieser Saitenhalter im Querschnitt. Ja? Und da geht es weiter. Mit dieser Methode habe ich genau das, was ich beim anderen nicht habe. Die Kraft zieht sozusagen genau in die Richtung und sie zieht in die Richtung. Und zwar in der gleichen Linie. Ja? Das heißt, von vornherein, dieses Verspannen, wie ich es da herum gehabt habe ich da gar nicht drinnen. Das gibt es da nicht. Und jetzt zeichne ich dieses Detail nochmal ein bisschen außer, dieses da. Ja? Das heißt, ich gehe her und habe auf der Unterseite vom Saitenhalter, also das ist mein Saitenhalter jetzt von unten gezeichnet, ja?
Ich habe da im Prinzip eine Kanäle drinnen. 4 Stück davon. Das klingt jetzt ein bisschen danach, dass du nervöser Telefon nehmen Leute. Ist natürlich das. Tut mir leid, dass wir da in deine Bürozeit. Du Kirschinger! Ja, Alter, du rufst voll in unsere Videosession rein! melde ich mich später noch einmal. Ach so, und ich hab geglaubt, du hast schon wieder irgendein Abendessen mit deiner Mama und ihrer Mama oder so ähnlich. Kasper, du Depp. Er hat Papa, du Depp! wann sieht man dich wieder mal in Lasnitz auf einen kleinen Umtrunk? Ja, wann du mich einladest. Ja, eingeladen bist, aber hol dir mal Erlaubnis von daheim, ich will dich schriftlich sehen. Okay. Ich werde es beantragen, okay? Kirschi Pfirti. Mach's gut, Peter. Ciao. Baba. Okay. Und zwar, da sind unten im Prinzip so eine Kanäle eingefräst rein, ja, wo hinten Platz ist für die Seitenkugel und die Seiten komplett ungehindert da rausgeht, Richtung Steg. Ja. Wenn ich das sozusagen nochmal ein bisschen auf schräg aufzeichnen darf, dann schaut das natürlich jetzt so aus, der Seitenhalter, ja, dass genau da herinnen dann also eine Ausnehmung ist, wo dieser Seitenkanal reingeht. Innen drinnen diese Ausnehmung für die Kugel ist, das Ganze geht da oben, ja, ist sozusagen tief nur, dass eben da die Kugel Platz hat hinten drinnen und da die Seiten rausgeht und natürlich nirgends ausstrafen kann oder ausstoßen kann. Ja? Und das 4-mal oder 3-mal oder 2-mal, je nachdem, ob ich einen kann oder 2 Feinstimmen rein tue. Ja? Also, ganz simpel erklärt, bei der Methode, das ist unsere, da habe ich den Vorteil, dass erstens die Linie als Linie obergeht, ja, und diese 2 Knicks, die ich da habe ich da nirgends. Das ist alles. Und dann habe ich die Seiten möglichst frei schwingend, möglichst wenig gebremst, was die Längsschwingungen angeht, weil das, dass im Wirbelkost drinnen die Seiten oder hinterm Steg, dass das mehr so der tote Bereich ist, ist ein kompletter Blödsinn, das stimmt einfach überhaupt nicht. Ja? Ja, ist ja babyleicht, oder? Das war es in Wirklichkeit schon wieder fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Hofft, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst gerne eine Kommentare dort, wenn ihr anderer Meinung seid. Wobei es in Wirklichkeit schon meine die richtige ist. Ja, außerdem andere Meinungen blockieren und zensieren wir sofort, oder? Haben wir gesagt. Nein, es bringt nur nichts, wenn man andere, sprich eine falsche Meinung hat. Das ist einfach ein Nonsens. Ja? Also, es gibt Gut, so viel zum Thema Toleranz. Du bist gerade haarscharf an meiner Intoleranz vorbei. Ja, und mich freut es, wenn wir uns einfach beim nächsten Video wiedersehen. Pfiat euch! Mein Bub ist schon super vorbereitet. Kann schon zeichnen. Nein, kann ich nicht, weil ich hab's jetzt da. Jetzt passt. Nein, der hat's nicht lassen können, ne? Muss den Kirschi anrufen. Ich hab nicht angerufen. Nein, der hat sich zufällig jetzt gemeldet bei dir, oder? Das war bei dir! Auf dein Telefon war das, du. Ach so, jetzt hab ich grad bei deinem Telefon Leute. Na? Ja, welcher Arsch hat dann bitte vergessen auf lautlos schalten? Ja, aber du einmal nachweislich. Ich geh die Täschchen machen und schalte die Kühlschränke ein. Passt. Das sind eh veganen Täschchen, oder? Ja, das sind die Ultra-Veganen. Ihr braucht es nur auf Ton, was die voll ja. Ja, ich schreibe jede Bestätigung, das weißt du inzwischen eh.